Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir schauen uns heute zusammen deine Unterlagen zur Berliner Arbeitswelt an. Titel ist ja Berliner Arbeitswelt – Wandel von Fabrik zur Kreativwirtschaft. Hallo. Wir wollen heute mal nachvollziehen, wie sich die Arbeit hier in Berlin so gewandelt hat. Also von der, wirklich harten Maloche in den Fabriken hin zu modernen, auf digitalen Kreativ- und Dienstleistungsarbeit. Genau, eine ziemlich spannende Entwicklung. Ja. Unser Ziel ist es, diese Linien nachzuzeichnen. Wie waren die Bedingungen früher? Die Gefahren? Und was sind so die Trends heute und morgen? Deine Quellen sprechen ja von dieser Reise, von der Strahlfabrik zur Traumfabrik. Die Begriffe fassen das ganz gut zusammen. Und Berlin ist dafür natürlich, ein super Beispiel. Hauptstadt, über 3,5 Millionen Einwohner, früher ein riesiges Industriezentrum, heute Startups, Medien, Kreative, überall. Das zeigt den Wandel schon sehr, konzentriert. Das stimmt absolut. Berlin ist da wirklich wie so ein Mikrokosmos. Viele dieser Umbrüche, also dieser Wechsel von Produktion zu Dienstleistung, die Digitalisierung, die neuen Arbeitsformen, die sieht man woanders in Deutschland auch. Aber hier vielleicht geballter. Genau, die Konzentration und auch die Geschwindigkeit, das macht es hier in Berlin besonders. Ja, anschaulich. Okay, dann lass uns mal in diese Vergangenheit eintauchen, so wie sie in den Quellen beschrieben wird. Das klingt ja erstmal ziemlich rau. Berlin voller Fabriken, Werkstätten, überall Produktion. Und die Bedingungen, also 10 bis 12 Stunden Arbeit am Tag, 6, manchmal 7 Tage die Woche. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Nee, echt schwer. Und sicher war es anscheinend auch nicht. Da steht was von ungeschützten Maschinen, giftigen Chemikalien, schlechter Luft. Das muss ein, unglaublich zermürbender Alltag gewesen sein. Absolut. Zermürbend und, wie du sagst, vor allem gefährlich. Die Quellen betonen das ja auch, die Allgegenwart der Risiken. Was waren das denn für Berufe damals hauptsächlich? Naja, denk mal an Maschinenarbeiter in der Metallverarbeitung. Die standen an schweren, oft ungesicherten Anlagen. Oder Chemiearbeiter, die täglich mit irgendwelchen Substanzen hantiert haben. Deren Langzeitfolgen man gar nicht kannte. Genau, oder die einfach ignoriert wurden. Und Handwerker auf dem Bau, im Holzgewerbe, Absturzsicherungen, Atemschutz, das waren oft Fremdwörter. Der Kontrast zu heute ist wirklich fundamental. Es fehlte also an den grundlegendsten Dingen. Ja, das war oft der Normalzustand, nicht nur ein Versäumnis, das muss man sich klar machen. Und in dem Zusammenhang taucht ja dieser Begriff Strahlfabrik auf. Das klingt schon, sehr industriell, fast ein bisschen bedrohlich. Was meinen die Quellen damit? Naja, die Strahlfabrik steht hier so als Symbol. Symbol für diese Produktionsstätten der Schwerindustrie. Metall, Maschinenbau, Chemie. Eben Orte, die geprägt waren von schwerer körperlicher Arbeit, sehr langen Schichten und eben hohen Unfallgefahren. Es fängt diese Atmosphäre gut ein, oder? Lärm, Schmutz, Risiko. Genau das. Der Mensch war da oft nur ein kleines Rädchen im Getriebe, seine Gesundheit eher zweitrangig. Und die Gefahren waren ja real. Die Quellen nennen da ja auch Beispiele. Quetschungen, sogar Verlust von Fingern oder Händen durch ungeschützte Maschinen. Das ist ja furchtbar. Ja, und das war leider keine Seltenheit. Der Verlust von Gliedmaßen an Pressen oder Stanzen wird da explizit genannt. Schlimm. Und dazu kamen dann Verbrennungen, Verätzungen durch Chemikalien, Brände in den Hallen, Verletzungen durch herabfallende Teile oder Werkzeuge, die nicht richtig genutzt wurden. Und Sicherheitsausrüstung, gab's da gar nichts? Kaum was. Wenn überhaupt, dann sehr rudimentär. Einfache Lederhandschuhe, vielleicht mal eine Schutzbrille, das war's dann oft schon. Mehr nicht. Mehr nicht. Und was die Sache laut den Quellen noch verschlimmert hat, die extreme Müdigkeit. Ah ja, klar. Durch die langen Arbeitszeiten. Die Konzentration lässt nach und zack ist der Unfall passiert. Das hat die Unfallwahrscheinlichkeit natürlich massiv erhöht. Verstehe. Und von dieser doch sehr düsteren Strahlfabrik geht die Reise dann zur Traumfabrik.
Das klingt ja wie das komplette Gegenteil. Ist es auch, in vielerlei Hinsicht. Was charakterisiert denn diese Traumfabrik im heutigen Berlin, laut den Unterlagen? Also der Begriff zielt auf das moderne Berlin als Hotspot für Medien, Film, Design, die ganze Kreativwirtschaft eben. Statt schwerer Industrieproduktion geht es hier um Ideen, um Konzepte, um digitale Produkte. Also ganz andere Berufe. Ja, völlig andere Berufsfelder. Designer, die Apps oder Webseiten gestalten, Kameraleute, Regisseure, die Filme oder Werbung drehen, Eventmanager, die große Veranstaltungen planen, Softwareentwickler, Autoren, Musiker. Okay, die Liste ist lang. Die ist lang, ja? Und sie zeigt eben diesen fundamentalen Wandel im Selbstverständnis der Stadt als Arbeitsort. Das heißt, die Arbeit selbst ist eine komplett andere geworden, wenn man sich den Alltag vorstellt, wie die Quellen das beschreiben. Leute am Computer entwickeln Konzepte, kommunizieren digital, arbeiten in Teams. Das klingt nicht nur sicherer, sondern auch anders fordernd. Genau, das ist der Punkt. Die Arbeit ist in diesen Bereichen körperlich meist deutlich weniger belastend und gefährlich. Klar, sie ist sicherer, sie ist kreativer, sie ist sehr stark digital geprägt. Gibt's da Beispiele in den Quellen? Ja, da werden Filmcrews bei Drehs genannt, die mit modernster Technik arbeiten, Designer in Agenturen, die Prototypen am Bildschirm entwickeln, Eventteams, die über Projektmanagement-Tools zusammenarbeiten. Die Herausforderungen sind halt andere. Ideen finden, Projekte managen, mit Deadlines umgehen, sich ständig weiterbilden. Ja, technologisch am Ball bleiben. Genau. Das ist ja wirklich eine Kernveränderung, weg von der körperlichen Dominanz hin zu Arbeit, die mehr auf Wissen, Kreativität und digitalen Skills basiert. Und die Technologie spielt ja eine Doppelrolle, oder? Wie meinst du? Naja, sie ermöglicht erst diese neuen Berufe, aber sie hilft ja auch, die alten Risiken zu reduzieren. Durch Automatisierung, bessere Maschinen, sichere Abläufe. Absolut, das ist ein wichtiger Punkt. Und die Berufsbilder selbst wandeln sich ja auch radikal. Der Industriearbeiter von früher ist heute vielleicht Anlagenführer, der mit einem Touchscreen arbeitet, oder er ist IT-Spezialist geworden. Oder der Handwerker wird Designer. Zum Beispiel, oder spezialisiert sich auf digitale Fertigungsmethoden. Diese Transformation der Berufe ist zentral. Und das bedeutet? Naja, es geht nicht nur darum, dass alte Berufe wegfallen und neue kommen. Oft verändern sich bestehende Jobs grundlegend. Und deshalb wird diese Fähigkeit zur Anpassung, zum lebenslangen Lernen natürlich immer wichtiger. Das betonen die Quellen ja auch für die Zukunft. Lass uns nochmal gezielt auf die Arbeitssicherheit schauen. Die alten Gefahren hatten wir ja: Maschinen, Stürze, Chemikalien. Wie sieht das heute aus laut den Unterlagen? Gibt es da einen großen Fortschritt? Ja, der Fortschritt ist wirklich enorm. Das stellen die Quellen klar heraus. Wir haben heute ein dichtes Netz an Arbeitsschutzgesetzen, detaillierte Vorschriften. Und wer achtet darauf? Eine Schlüsselrolle haben da die Berufsgenossenschaften. Die sind ja viel mehr als nur eine Unfallversicherung. Die machen ganz viel Präventionsarbeit. Also vorbeugen statt nur zahlen. Genau. Die beraten Unternehmen, entwickeln Sicherheitsstandards, bieten Schulungen an. Und dann natürlich die Pflicht zur persönlichen Schutzausrüstung. Helm, Sicherheitsschuhe, Gehörschutz, was auch immer nötig ist. Regelmäßige Kontrollen in den Betrieben, moderne Schulungen, die auch das Risikobewusstsein schärfen. Das ist echt eine andere Welt als die Strahlfabrik. Absolut, eine völlig andere Welt. Aber bedeutet diese ganze Regulierung nicht auch Nachteile? Mehr Bürokratie, höhere Kosten? Steht dazu was in den Quellen? Explizit gehen die Quellen darauf nicht ein. Sie konzentrieren sich eher auf den positiven Effekt, also die gestiegene Sicherheit und die besseren Bedingungen. Klar, Vorschriften machen immer Aufwand. Logisch. Aber der gesellschaftliche Konsens heute ist ja, dass die Gesundheit und Sicherheit der Leute einen hohen Wert hat. Das ist ja auch ein Wertewandel im Vergleich zu früher. Der Fokus liegt klar auf Prävention, weil Unfälle ja nicht nur Leid verursachen, sondern auch immense Kosten für alle. Verstehe. Und wie wirkt sich das alles auf den konkreten Arbeitsalltag aus, wenn man mal damals und heute vergleicht, wie es die Quellen tun? Technologie ist ja anscheinend der große Gamechanger. Ja, der Unterschied ist gewaltig. Die Quellen zeichnen dieses Bild. Der Fabrikarbeiter früher 10, 12 Stunden, schwere, oft monotone Arbeit, Lärm, Schmutz, kaum Pausen, wenig Einfluss. Und heute? Der Büroangestellte. Tja, der typische Bürojob heute, 8-Stunden-Tag, Arbeit meist am Computer, viel Kommunikation, Meetings, aber eben auch gesetzliche Pausen und
ganz wichtig laut Quellen, immer mehr flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten. Das verändert ja alles. Die Tagesstruktur, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ja, grundlegend. Und bei den Kreativen, die die Traumfabrik prägen, ist da der Alltag die reine Erfüllung, wie die Quellen das darstellen? Naja, nicht unbedingt die reine Erfüllung, aber eben anders. Die Arbeit ist oft projektbasiert, sehr dynamisch, viel Eigenverantwortung, viel Kreativität ist gefragt. Aber auch Stress, Deadlines. Sicher, Deadlines können stressig sein, die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit können auch mal verschwimmen, gerade bei Selbstständigen oder in Agenturen. Aber die Arbeit an sich ist eben gestaltend, kommunikativ, intellektuell fordernd. Also eine andere Art von Anstrengung. Genau. Nicht diese rein körperliche Schufterei. Die Quellen deuten ja auch an, dass es neue Herausforderungen gibt, Selbstmanagement, psychische Belastung, aber die grundlegende Arbeitsqualität, die Sicherheit, die Entfaltungsmöglichkeiten sind doch deutlich gestiegen. Und diese wachsende Bedeutung von Freizeit und Work-Life-Balance, die erwähnt wird, ist ja eine logische Folge davon. Das führt uns ja fast nahtlos zum Blick in die Zukunft, den die Unterlagen auch wagen. Welche Trends sehen die denn als prägend für die Berliner Arbeitswelt? Wenig überraschend steht da natürlich die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung ganz oben. Klar. Damit verbunden mehr Remote-Arbeit, also Homeoffice oder Arbeiten von überall und noch flexiblere Arbeitszeiten. Das klassische 9-to-5-Büro wird wohl seltener das einzige Modell sein. Und was sehen die Quellen da für Chancen und Risiken? Technologie schafft neue Möglichkeiten für Zusammenarbeit, für Innovation. Weiterbildung wird zur Chance, sich neue Skills anzueignen. Und die Flexibilität kann eben zu einer besseren Work-Life-Balance führen. Aber es gibt sicher auch eine Kehrseite. Ja, die Risiken werden auch benannt. Die ständige Erreichbarkeit durch Handy, Laptop und Co. kann zu Stress führen, zu Burnout. Die Grenzen zwischen Job und Freizeit verschwimmen, die Erholung leidet. Im Homeoffice ist man vielleicht abgelenkt. Oder einsam. Genau, Ablenkung, soziale Isolation können Themen sein. Und die digitale Kluft könnte größer werden. Nicht jeder kann oder will da mithalten. Das klingt schon ambivalent. Geben die Quellen denn auch Tipps, wie man damit umgehen kann? Ja, durchaus. Es gibt konkrete Beispiele. Da wird der Programmierer im Homeoffice genannt, der sich bewusst feste Pausen setzt und klare Feierabendzeiten einhält. Also Selbstdisziplin. Ja, viel Selbstdisziplin und Struktur. Oder die digital vernetzte Filmcrew, die durch klare Kommunikationsregeln und gute Tools trotz räumlicher Trennung produktiv bleibt. Die Tipps daraus sind sehr praktisch. Weiterbildung nutzen, um fit zu bleiben, Zeit- und Selbstmanagement verbessern und ganz wichtig, Pausen als Notwendigkeit sehen und fest einplanen. Es geht also viel um Eigenverantwortung und bewusste Gestaltung. Richtig, das scheint der Schlüssel zu sein in dieser neuen, flexibleren Arbeitswelt. Okay, dann lass uns zum Schluss kommen. Wenn wir auf diese ganze Reise von der Strahlfabrik zur Traumfabrik zurückblicken, was sind so die wichtigsten Erkenntnisse aus deinen Unterlagen? Also, die zentrale Erkenntnis ist wirklich diese, tiefgreifende Transformation der Berliner Arbeitswelt. Weg von dieser oft gefährlichen, körperlich harten Industriearbeit hin zu einer Dienstleistungs-, Wissens- und Kreativgesellschaft, die eben stark digital läuft. Und das ist eine positive Entwicklung? Überwiegend ja, das betonen die Quellen. Die Arbeitssicherheit ist drastisch besser geworden. Es gibt neue berufliche Möglichkeiten durch Technologie. Der Fokus liegt stärker auf Bildung. Und für viele bedeutet das mehr Flexibilität und insgesamt eine höhere Lebensqualität. Klingt erstmal nach einer Erfolgsgeschichte. Im Großen und Ganzen schon, auch wenn es eben neue Herausforderungen gibt, die ja auch angedeutet werden. Aber wichtig ist, und das sagen die Quellen auch, dieses Verständnis der Geschichte ist nicht nur Selbstzweck. Sondern? Es hilft uns zu verstehen, woher wir kommen, was den Wandel angetrieben hat. Und das ist wichtig, um die Zukunft der Arbeit bewusst und hoffentlich positiv zu gestalten. Jeder Job, ob alt oder neu, ob in der Fabrik oder im Coworking Space, hat ja seine Geschichte und prägt Berlin mit. Man kann also aus der Vergangenheit lernen. Genau, aus Fehlern und Erfolgen lernen, um die Arbeitswelt von morgen vielleicht noch besser, fairer und menschengerechter zu machen. Das ist ein starker Gedanke zum Abschluss. Und er wirft bei mir direkt eine Frage auf, über die du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, vielleicht auch noch nachdenken magst. Wenn wir jetzt noch weiter nach vorne schauen über die aktuellen Trends hinaus, gibt es vielleicht Fähigkeiten, die heute eher eine Nische sind oder fast vergessen scheinen,
die aber in der zukünftigen Berliner Arbeitswelt durch irgendwelche unerwarteten Wendungen plötzlich wieder total wichtig werden könnten. Und was bedeutet dieser ständige Wandel für deinen ganz persönlichen beruflichen Weg?